Neben den neuen Marschbahnwagen des Anbieters an Spezialmodelle im NAHSH-DB-Design sind bei mir tatsächlich gerade auch noch die Wagen im Design der Nordostseebahn, die ich im September 2020 bestellt hatte, eingetroffen. Leider war die Lieferung vom Pech verfolgt. Von 2005 bis 2015 war die Nordostseebahn GmbH ein privates, damals auch im Eisenbahnverkehr aktives Busunternehmen mit Sitz in Husum, Betreiber des Regionalexpress 6, der auf dem Stück von Elmshorn nach Westerland auf Sylt auch als Marschbahn bezeichnet wird. Die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, NAHSH, hat die Strecke ab 2016 an DB Regio vergeben. Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass DB Regio die Strecke auch bis Dezember 2034 betreiben wird. Seit 2005 werden inzwischen insgesamt 90 sogenannte Merit-Pair-Waggons der Firma Bombardier eingesetzt. Seit Ende 2023 werden die Wagen, die ausschließlich auf dieser Strecke eingesetzt sind, modernisiert und neu lackiert. Die Besonderheit der Wagen ist, dass jeweils zwei zu einer nur in der Werkstatt zu trennenden Einheit verbunden sind. Einer der Wagen enthält die Energieversorgung für beide, woraus sich der Name Merit-Pair ableitet. Eine ausführliche Beschreibung der Marschbahnwagen habe ich bereits in einem früheren Video zusammengestellt. Die Marschbahnwagen werden als Modell in Spur H0 und Spur N von ASM, einem inhabergeführten Anbieter von Eisenbahnmodellen, angeboten. Im Jahr 2018 begann der Kleinserienhersteller ASM aus Lüneburg mit der Produktion spezieller Eisenbahnmodelle in den Spurgrößen H0 und N. Anfang 2020 wurden auf der Internetseite des Unternehmens 6 Merit-Pair Marschbahnwagen im Design der Nordostseebahn als Neuheit angekündigt. Dann kam Corona und am 20. März 2020 begann der erste Lockdown in Deutschland. Meine Bestellung des Grundsets datiert vom 12. September 2020. Das Ergänzungsset kam später dazu. In China führte Corona zu Werksschließungen des Lieferanten von ASM. Genau ein Jahr später kam dann die Mitteilung, dass nach Konstruktionsproblemen und einem weiteren Stillstand aufgrund von Trockenheit in China die Modelle endlich versandt wurden. Die Freude darüber währte nur kurz. Jetzt kommt die Verknappung der Schiffskapazitäten zum Tragen. Nachdem ein kleiner Teil per Luftfracht, der Hauptteil per Bahn versendet wurde, wird die Lieferung im Dezember erwartet. Und dann das. Kurz nach Auslieferungsbeginn wird über Probleme mit dem Digitaldecoder berichtet. Also erfolgt ein Lieferstopp und ein Software-Update für alle Wagen. Am 3. Juni 2022 erscheint dann die Mitteilung, dass der Fehler gefixt ist und alle Bestellungen bis August 2021 bedient sind. Ich hatte ja bereits im August 2020 bestellt, aber bis dahin nichts erhalten. Also habe ich am 24. Juni nachgefragt. Dann passierte 1,5 Jahre gar nichts und ich hatte die Wagen abgeschrieben. Aufgeschreckt durch eine Neuheitenmeldung meines Modellbahnhändlers fand ich dann auf der Internetseite von ASM die Nachricht vom 1. Januar 2024, dass es eine Neuauflage der Marschbahnwagen im fast aktuellen Design gibt, die bereits lieferbar ist. Bereits am 2. Januar habe ich Herrn Arndt dann angeschrieben und gefragt, was aus meinen NOB-Marschbahnwagen geworden ist. 2 Tage später bekam ich dann seine Rückmeldung, dass es wohl einen Softwarefehler gab und meine Wagen nun verpackt seien. Weil noch nichts angekommen war, schrieb ich dann am 12. Januar erneut und erhielt die Rückmeldung, dass das Paket wohl bei DHL verloren gegangen sei. Am 18. Januar kam dann die erneute Lieferung tatsächlich an. Zu Ende ist die Leidensgeschichte aber noch immer nicht, denn ein Waggon war doppelt vorhanden und ein anderer fehlte. Auf den Austausch warte ich jetzt noch. Nun zu den neuen Wagen im NAHSH-DB-Design. Hier lief es tatsächlich ganz anders. ASM hat mitgeteilt, dass zum Jahresende 2023 der Internetshop auf der eigenen Webseite eingestellt wird und zukünftig die Firma Lemke über deren Händlernetzwerk den Vertrieb übernimmt. Angekündigt wurde außerdem, dass die Preise aufgrund gestiegener Produktionskosten in China angehoben werden müssen und dass die neuen Marschbahnwagen sofort verfügbar sind. Am 21. Januar beim Händler meines Vertrauens bestellt, trafen die Wagen dann am 27.01. ein. Die Modelle werden nach wie vor in China produziert, die Decoderplatine mit der Innenbeleuchtung wurde aber bei der Firma Kress in der Nähe von Zwickau entwickelt und wird auch dort produziert. Nun aber zu den Modellvorstellungen. ASM hat in einem Grund- und einem Ergänzungsset insgesamt 6 Marschbahnwagen, jeweils in einer AC- und einer DC-Ausführung umgesetzt. Ich schaue mir hier die Wagen in der AC-Ausführung für Märklin-Gleise an. Beide Sets sind inzwischen ausverkauft.
Alle 4 beim Vorbild gebauten Wagentypen wurden nachgebildet. Im Zugverband ist immer ein Wagen mit und ein Wagen ohne Stromversorgung miteinander verbunden. Weitere Hinweise zur Reihung sind im Abschnitt zum Regionalexpress 6 enthalten. Die Wagen sind mit einer Länge von 31,3 cm exakt im Maßstab 1:87 gehalten. Alle Wagen besitzen einen Schleifer und einen Funktionsdecoder, über den Innenbeleuchtung und Zugzielanzeige unabhängig voneinander geschaltet werden können. Der Steuerwagen ist fahrtrichtungsabhängig mit Spitzen- und Schlusslicht versehen, besitzt eine Führerstandsbeleuchtung, eine Zugzielanzeige und ein zuschaltbares Fernlicht. Die komplette Flotte der Marschbahnwagen ist in 15 Marschbahngarnituren zusammengestellt. Nachgebildet hat ASM den Zug mit der Bezeichnung MB3. Die Zugzielanzeige ist leider aufgrund der punktförmigen LEDs nicht gut lesbar. Bei den neuen NAH-SH-Waggons ist dies besser gelöst. Die Inneneinrichtung ist vorbildnah mehrfarbig ausgestaltet. Die Dachpartie zeigt eine hohe Übereinstimmung mit dem Original. Während die Mittelwagen fest mit Stangen verbunden sind, was ich später für die NAH-SH-Wagen im Modell auch zeigen werde, ist der Endwagen beim Vorbild mit einer Schraubkupplung und Puffern ausgestattet. Auch dies hat ASM im Modell entsprechend umgesetzt. Die Puffer am End- und am Steuerwagen sind federnd gelagert. Beim Vorbild gibt es die Möglichkeit, über den Steuerwagen 2 Marschbahngarnituren zusammenzukoppeln. Auch hierfür hat ASM eine Lösung, die allerdings mit Bastelaufwand verbunden ist. Die Formumsetzung und die Bedruckung zeigen eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem Vorbild. Auch die Farben sind absolut gut gelungen. Die 4 verschiedenen Wagentypen sind vorbildgerecht umgesetzt. Aus Grundset und Ergänzungsset lässt sich ein wirklich toller, vorbildgerechter Marschbahnzug zusammenstellen. Seit einigen Tagen werden nun das Grund- und das Ergänzungsset der Marschbahnwagen im aktuellen NAH-SH-DB-Design angeboten. Sowohl Herr Arndt als auch mein Modellbahnhändler hatten mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sich um Bedrohungsvarianten der NOB-Wagen handelt. Was die Form angeht, stimmt das wohl, im Innenleben gibt es aber Veränderungen. Bestellt habe ich mir zunächst nur das Ergänzungsset. Enthalten ist ein Mittelwagen mit und ein Mittelwagen ohne Stromversorgung. Die Wagen sind mit einer Länge von 31,3 cm wieder exakt im Maßstab 1:87 gehalten. Wie auch beim NOB-Design besitzen alle Wagen einen Schleifer und einen Funktionsdecoder, über den Innenbeleuchtung und Zugzielanzeige getrennt voneinander geschaltet werden können. Bei der Platine mit Innenbeleuchtung und Funktionsdecoder liegt aber der Unterschied. Sie wurde von der Firma Kress aus Frau Reuth bei Zwickau, die auch selber H0-Modelle herstellt, neu entwickelt. Eine der Neuerungen sind Pufferkondensatoren oder besser gesagt ein Powerpack mit einer Kapazität von 0,6 Farad. Das ist ein Vielfaches von dem, was oft als Pufferkondensator in Loks eingebaut wird. Ein Video zum Thema Pufferkondensatoren und Powerpacks habe ich oben eingeblendet. Eine weitere Verbesserung ist die Lesbarkeit der Zugzielanzeige. Hier zunächst der Blick auf die Ausführung bei den NOB-Wagen. Im Unterschied dazu entsteht bei den NAH-SH-Wagen durch eine Streuscheibe ein diffuses, gleichmäßig verteiltes Licht hinter dem Text. Auf diese Weise ist es gut lesbar. Wie auch bei der NOB-Ausführung und beim Vorbild werden die Wagen mit Stangen verbunden. In der Verpackung sind 2 verschiedene Stangengrößen für die H0 NEM 362 Kupplungsschächte beigelegt. Alternativ können Standardkupplungen eingesetzt werden. Die kurze Stange bietet aus meiner Sicht eine gute Optik, die dem Abstand bei der Verwendung von Kurzkupplungen entspricht. Wer es noch enger haben möchte, findet auf der Internetseite des Modelleisenbahnclubs Nürnberg Vorlagen für Stangen und Kupplungen zum 3D-Druck. Beim NAH-SH-Set wurde die Marschbahngarnitur 12 nachgebildet. Die Marschbahnwagen von ASM sind hochwertig ausgeführt und in der NAH-SH-Variante technisch noch einmal verbessert. Auch von Lieferproblemen habe ich bislang nichts gehört. Zu den Marschbahnwagen im NAH-SH-Design gehört für mich zwingend eine Bombardier-Trax-Lokomotive der Baureihe 245. Im Jahr 2015 wurden für die Marschbahn 15 Lokomotiven des Typs Trax P160 DEME beschafft, die fortlaufenden Nummern 245-201 bis 245-215 tragen. Zu Beginn ihres Einsatzes haben sie auch noch die Marschbahnzüge der NOB gezogen.
Bis heute bespannen sie den Regionalexpress 6 auf dem Weg von Hamburg-Altona über den Hindenburgdamm nach Westerland auf Sylt. Glücklicherweise gibt es 2 Modelle der Baureihe 245 im NAH-SH-Design von der Firma Pico. Sie tragen die Bezeichnungen 245-201 und 245-211. Die Lok mit der Nummer 201 stellt einen frühen Zustand aus dem Baujahr 2015 dar. Sie passt daher perfekt zu den ASM-Marschspannwagen im Design der Nordostseebahn. Zu sehen ist die AC-Ausführung, die 2016 auf den Markt gebracht wurde. Sie bringt bei einer Länge von 21,7 cm 421 Gramm auf die Waage. Der Vergleich mit dem Vorbild zeigt eine sehr hohe Übereinstimmung. Die Bedruckung ist vorbildnah ausgeführt. Im Jahr 2022 hat Pico die Baureihe 245 in einer Bedruckungsvariante im aktuellen Betriebszustand mit einer NAH-SH-DB-Lackierung neu aufgelegt. Das Modell ist aktuell nicht verfügbar, kann aber bei vielen Händlern vorbestellt werden. Es ist in der AC-Version 440 Gramm schwer und verfügt über einen MFX-kompatiblen Sounddecoder mit diversen Funktionen. Wie auch das Vorgängermodell ist es bezüglich der Seitenbedruckung und der Frontansicht vorbildnah gestaltet. Diese Lok passt perfekt zu den Marschspannwagen im NAH-SH-Design. Stopp! Diese Aufstellung ist noch nicht ganz vorbildgerecht. Neben der Reihung der Waggons ist auch noch die Fahrtrichtung zu berücksichtigen. Während die NOB-Waggons richtig aufgestellt sind, müsste einer der NAH-SH-Wagen die umgekehrte Fahrtrichtung haben. Beim Vorbild ist die Klimaanlage nämlich immer abwechselnd nach rechts und nach links ausgerichtet. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.